willkommen zur 4. Folge auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch einen kleinen Rundgang nochmal machen bei mir zu Hause im Garten, weil letztes Mal hatte ich es ja mehr oder weniger oder eigentlich mehr aus der Ich-Perspektive gezeigt. Heute will ich mal mit euch so ein bisschen rumlaufen, euch den einen oder anderen Baum zeigen, erklären oder ein paar Pflanzen, was ich hier sonst noch so habe. Und hoffe, ihr habt da Freude dran. Vergesst einfach nicht, wenn euch das Ganze gefällt, abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an, aktiviert die Glocke, so werdet ihr kein Video mehr verpassen, falls ihr das wollt. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Kommentar, den ihr hinterlasst. In dem Fall wünsche ich euch viel Spaß mit der 4. Folge. Jetzt zeige ich euch hier als erstes mal eine Papaya. In Thailand sagt man Malagor dazu, die ich vor 2-3 Wochen gepflanzt habe. Habe da mehrere Bäume pflanzen müssen, bis doch jetzt endlich mal wenigstens 2-3 einigermaßen vernünftig wachsen. Behandelt werden sie hier alle gleich von mir. Wahrscheinlich war die ein oder andere Pflanze nicht so gesund oder ist aus welchen Gründen auch immer eingegangen. Das ist jetzt hier eine, die ihr seht, die recht gut gewachsen ist. Da habt ihr die zweite. Dann habe ich weiterhin hier noch Ananas gepflanzt. Zu der Ananas sagt man Sapalot hier in Thailand. Da habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Stück gepflanzt. 6. Alle 6 hier wurden gepflanzt von bereits gegessenen Ananas. Also man schneidet im Prinzip dort, wo die Blattkrone ist von der Ananas, die schneidet man ab, pflanzt sie dann einfach in die Erde ein und daraus wächst dann im Prinzip eine neue Ananas. Das ist eine einfache Sache. Ich würde ja sagen, in Deutschland könnt ihr das mal probieren, aber ob das in Deutschland funktioniert, ich habe es zwar schon gehört, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr es schon mal versucht habt. Und ansonsten so funktioniert es hier. Also man schneidet den oberen Teil der Ananas ab, setzt den in die Erde und dann wächst daraus eine neue Ananas. Die Ananas sieht dann so aus. Da hinten haben wir nochmal eine. Da haben wir auch eine. Da haben wir eine. Und hinter mir sind nochmal 2. Ansonsten habe ich hier auch noch Limettenbäume. Hier habe ich jetzt 3 Bäume, die etwas kleiner sind. Die haben aber auch jedes Jahr ordentlich Früchte. Jetzt im Moment noch nicht, aber die müssten jetzt eigentlich so langsam wieder kommen, die Früchte. Der Limettenbaum, der sieht so aus. Das ist einer, das ist der zweite und das ist der dritte. Der Limettenbaum heißt hier in Thailand Manao und mittlerweile sind die Früchte, die Limetten hier in Thailand sehr teuer geworden. Bei mir kommen manchmal Nachbarn oder Freunde, um bei mir Limetten zu holen, weil ich eben immer so viel hier habe. Und ich habe da nichts dagegen. Die können kommen, können die Limetten einsammeln. Das ist für mich kein Problem. Für mich bleibt da immer noch genügend übrig. Hinter mir seht dann Mangobaum. Also Mangobäume haben wir hier recht viele. Die bekommen jetzt schon Blüten. Also schon, letztes Jahr hatten sie ein bisschen früher die Blüten gehabt, aber jetzt so langsam fängt es an, dass die Blüten immer mehr werden und somit werde ich auch wahrscheinlich bald dann wieder schöne Mangos haben. Wir haben hier verschiedene Sorten an Mangos gepflanzt. Aus den einen Sorten kann man jetzt, sage ich mal, auch einen Papayasalat draus zubereiten. Denn andere Sorten, die man
sage ich mal, mit Sticky Rice, also mit dem Klebereis zusammen essen kann, was dann im Prinzip eine Nachspeise ist oder ein Dessert ist. Also ich habe es gern. Letztes Jahr war es sogar so, dass ich gar nicht alle Mangos essen konnte, weil es einfach zu viel war. Aber dieses Jahr freue ich mich schon drauf. Robert hat gehofft, dass wenn er hier ist, dass er ein paar Mangos essen kann, aber dazu hat es leider nicht gereicht. Auf jeden Fall, das ist eben der Mangobaum. Da seht ihr schon recht viele Blüten. Daneben haben wir auch einen Mangobaum, der auch schon recht viele Blüten hat. Wir können ja mal gerade noch zum nächsten gehen. Hier haben wir den nächsten, der auch schon richtig schön viele Blüten bekommen hat. Hier haben wir noch die Dragon Fruit. Die Dragon Fruit hier, da habe ich ein bisschen gestohlen, beziehungsweise das wächst von meiner Schwägerin rüber zu uns. Wir haben dann hier ein Gerüst gebaut, dass sie sich hier ein bisschen ausbreiten kann. Also die Pflanze eigentlich kommt vom Nachbargrundstück und ist jetzt mittlerweile schon zu uns rüber gewachsen. Das auch an mehreren Stellen. Es sind insgesamt, ich glaube, 1, 2, 3 Stellen, wo es von meiner Schwägerin rüber zu uns wächst. Und die Früchte sind auch sehr lecker. Ich denke, das kennt ja jeder. Die Dragon Fruit, hier in Thailand heißt sie Geo Mangkorn und wird hier eben sehr gern verzehrt. Dann gehen wir weiter zum nächsten Baum. Hier haben wir eine Jackfruit, das hat Robert ja auch angesprochen gehabt. Die Jackfruit, die wird hier Kanun genannt, haben auch einen speziellen Geschmack, sage ich mal, so wie auch die Stinkfrucht, die man ja aus dem Dschungelcamp oder so kennt. Und die Jackfruit hat nicht ganz so einen intensiven Geruch, sage ich mal. Ich finde den Geruch eigentlich mega fein, hab's auch gern. Also ich esse es auch gern. Und die Früchte sehen dann so aus. Das ist jetzt einer unserer beste Bäume. Der hat letztes Jahr leider ein bisschen gelitten. Durch einen Sturm hat der hier einen riesigen Ast verloren. Das ist jetzt noch was übrig ist. Trägt aber trotzdem dieses Jahr Früchte. Und von der Reife her sieht man es dann, jetzt sieht man ja hier die kleinen Nadeln, die sind relativ eng, dicht beieinander. Je mehr die auseinandergehen, zum Beispiel bei dem da wird man es wahrscheinlich sehen, ich hoffe ihr seht es, die Frucht wird so langsam schon reif. Den richtigen Reifegrad merkt man, wenn man die schon riecht. Also als Robert hier war, standen wir hier unter dem Baum und es hat sehr stark nach dieser Frucht gerochen. Dann weiß man, dass da schon reife Früchte da sind. Ich rieche jetzt auch bereits schon wieder was. Das wird wahrscheinlich eben diese Frucht da oben sein, die schon reif ist. Mal schauen, ob ich sie mir nachher runterhole, weil gerade von dem Baum, da sind die richtig, richtig knackig und schmeckt wirklich sehr süßlich und sehr fein. Dann hinterm Haus haben wir noch einen kleinen Teich. Den werde ich heute auf jeden Fall auch noch mal wieder pflegen. Ich werde die abgestorbenen Blüten, die abgestorbenen Blätter rausnehmen, weil ich gesehen habe, jetzt fängt es hier wieder an neu zu blühen. Werde doch sicherlich mal dieses Näh, man sagt hier Näh dazu, sieht aus wie eine Entengrütze. Die werde ich heute auch einiges rausnehmen. Meine Hühner fressen das. Werde ich da drin ein bisschen aufräumen. Der sieht nämlich im Moment so aus. Und da werde ich jetzt dann ein bisschen Klarschiff machen.
Dann sind wir jetzt beim nächsten Baum. Das ist ein Rambutanbaum. Der wird hier Ngo genannt. Das sind diese runden, pflaumenartigen Früchte mit den langen Haaren. Das ist Rambutan. Und da haben wir 2 Bäume hier auf dem Grundstück. Einer davon ist das. Das ist der Rambutanbaum. Da im Hintergrund sehen wir den Baum, der eben von Mama gepflanzt wurde, der auch wunderschöne Blüten schon kriegt. Der wird jetzt auch dann eben demnächst Früchte tragen. Ansonsten haben wir hier wieder eine Dragon Fruit. Ach, was ich vergessen habe, der Mangobaum, der wird hier Mamuang genannt. Genau. Dann haben wir hier habe ich noch 2 weitere Papayas. Da ist eine und da ist die andere. Dann haben wir hier diesen Shampoo-Baum. Dann was wir hier auch noch für einen Baum haben. Da sind die Früchte leider auch nicht so lecker. Die gibt es aber auch sehr lecker. Das ist ein Baum, der nennt sich Som-O. Wie eine große Orange eben, so sehen die Früchte aus. Das ist auf jeden Fall dieser Baum hier. Das ist der Som-O. Ich hatte Robert da eine Frucht mitgebracht von einem Freund von einem Baum. Das war wirklich sehr fein. Der hat wirklich sehr süße Som-O. Hier mal wieder ein Kanunenbaum, der jetzt eine Frucht dran hat. Genau. So, jetzt sind wir hier im hinteren Bereich. Da habe ich eine Dattel. Das ist ein Dattelbaum, was Robert verwechselt hat mit den Kokosnussbäumen. Also so sieht eine Dattel aus. Da sind die Blätter dann doch ein bisschen anders wie vom Kokosnussbaum. Das Wasser hier auf dem Grundstück beziehen wir aus einem Tiefbrunnen. Das ist gebohrt worden und das Wasser ist somit für uns kostenlos. Das Einzige, was daran anfällt, sind eben die Stromkosten für die Pumpe, die da mitläuft. Und somit kann ich hier regelmäßig auch die ganzen Sachen gießen. Und ja, ist eigentlich eine feine Sache. Die Pumpe sieht so aus. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir wieder einen Kanunenbaum. Das hier. Dieser Baum ist ein Lychee-Baum. Die Blätter sehen dann so aus. Der Lychee-Baum kennen wir als Litchi. Hier sagen sie eben Lychee. Der hat auch sehr leckere Früchte. Und da warte ich jetzt da oder hoffe ich jetzt auch, dass da dieses Jahr mehr Früchte kommen als letztes Jahr. Er hat letztes Jahr welche gehabt, wurde dann aber irgendwie von Insekten befallen. Also die Früchte waren eigentlich nicht essbar. Ja. Dann haben wir hier noch weitere Kanunenbäume. Ich verfütter die Kanunenfrüchte auch an meine Schweine. Die haben das auch sehr gern. Somit ja, haben meine Schweine auch was davon. Ich verteile teilweise ein paar Früchte an die Verwandtschaft hier, weil eben auch hier haben wir so viele Früchte davon, dass ich das alleine alles gar nicht essen kann. Hier haben wir noch mein Gemüse, was ich angepflanzt habe. Da habe ich ja eben eine Tomate,
Habe meine langen Bohnen, die jetzt auch schon bereits Bohnen bekommen, worauf ich richtig stolz bin. Dann haben wir hier noch so ein kleines bisschen Gemüse. Da habe ich einen Dill, der wird hier genannt Pak Chi Lao. Dann haben wir hier noch Koriander, da sagt man hier Pak Chi. Dann habe ich hier, das ist so eine Art Frühlingszwiebeln, da sagen sie Don Horm hier. Ich habe das aus Samen gezogen, da haben mich alle hier ausgelacht. Ich habe es halt mit Samen probiert und ja, man sieht ja, da kommen so fast wie meine Haare so wenig, sage ich mal. Ja. Und hier pflanzen sie im Prinzip aus der Zwiebel, pflanzen sie sich da dieses Don Horm wie so eine Frühlingszwiebel heran, was natürlich um einiges schneller geht. Dann haben wir hier noch weiter Tomaten. Und hier habe ich so, das sollten denn mal hoffentlich Cherry-Tomaten werden. Das ist so ein bisschen, was ich mir hier selber hochziehe, dass ich das nicht immer im Laden kaufen muss, ganz einfach. Genau. Dann haben wir hier noch den 4. Limettenbaum. Das ist eigentlich mein Stolz. Jetzt sehe ich sogar, da ist sogar schon eine Frucht dran. Der hat eben immer recht viel Früchte. Das ist da eben, wo die Leute immer kommen und hier bei mir die Limetten denn holen. Da sieht man jetzt schon eine. Ich hoffe, ihr seht's. Also ich hoffe, dass der jetzt dann auch bald wieder loslegt mit Früchte und dass ich da dann auch bald wieder darauf verzichten kann, die Limetten im Laden zu kaufen, weil die eben hier recht teuer sind. Hier sehen wir gerade eine schöne Limette. Jetzt kriegt er also doch endlich Früchte. So, das ist so der hintere Bereich gewesen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal noch in den vorderen Bereich. Dann zeige ich euch da noch ein bisschen was. So, jetzt sind wir hier im vorderen Bereich des Grundstücks. Haben wir einmal einen Baum, der nennt sich Sator. Das ist eine Hülsenfrucht, ist so hat eine Ähnlichkeit mit Knoblauch, also man riecht danach sehr stark aus dem Mund. Man riecht es auch noch bei der Morgentoilette, man riecht es auch beim Wasserlassen. Der Baum hat leider noch keine Früchte, das geht anscheinend sehr lange, bis der Baum Früchte trägt. Da warten wir jetzt eigentlich schon sehnsüchtig drauf. Das ist dieser Baum hier. Dieser Baum. Man ritzt da auch die Rinde an, in der Hoffnung, dass die Früchte dann schneller kommen, was leider bisher noch nicht eingetreten ist. Da warten wir jetzt eben drauf. Dann haben wir hier im vorderen Bereich mehrere Kokosnussbäume verschiedenster Sorten. Wir haben, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kokosnussbäume haben wir hier. Das ist der kleinste, der jetzt aber auch schön wächst. Das ist der erste. Da haben wir der zweite. Dann hier auch wieder ein Kokosnussbaum. Dann haben wir hier den nächsten Kokosnussbaum. Nochmal einer. Nochmal einer. Und dann eben drüben auf der anderen Seite, das zeige ich euch dann mal nachher. Dann haben wir hier einen Mangobaum gehabt, der wirklich sehr, sehr leckere Früchte hatte, der uns leider letztes Jahr durch diese Termiten oder Würmer hier
kaputt gemacht worden ist. Den seht ihr hier. Den habe ich soweit schon beschnitten gehabt, weil ich gehofft habe, er kommt nochmal. Aber er scheint wirklich hinüber zu sein. Da warte ich jetzt drauf, dass mir jemand dabei hilft, wenn ich den umlege, weil mir das hier mit dem ganzen Zaun rum und mit den Bäumen hier rum ein bisschen gefährlich ist. Da brauche ich jemanden, der mir den einfach in einer gewissen Richtung dirigiert. Dann haben wir hier nochmal so einen Maplagenbaum, diese pflaumenartige Frucht. Das ist dieser hier. Genau. Dann haben wir hier noch einen schönen Kaktus, der auch immer wunderschöne Blüten bekommt. Jetzt endlich auch wieder bekommt. Da habe ich schon drauf gewartet, weil das wirklich sehr schön aussieht, wenn die richtig schön blühen. Ich werde euch da mal auch ein Video machen, wenn es dann mal weiter vorangeschritten ist. Ja, das ist so der vordere rechte Bereich, wo wir eben hauptsächlich Kokosnuss haben und dieser eine Maplagenbaum noch. So, dann gehe ich mal auf die andere Seite rüber und zeige euch dann da noch ein bisschen was. Jetzt stehe ich im rechten Bereich oder im linken Bereich. Rechts war ich gerade eben. Da habe ich eben diese Don Horn, diese Frühlingszwiebeln. Diese hier habe ich jetzt eben mit Zwiebeln ausgesät und dann sieht man natürlich schon den Unterschied. Die sind natürlich schon viel größer. Im linken Bereich eben, da hat meine Frau viel Blumen gepflanzt, aber auch Früchte, klar. Da haben wir eben noch die 2 Kokosnussbäume. Blumen, jetzt haben wir hier. Meine Frau liebt die Blumen. Hier haben wir dann nochmal einen Lychee-Baum im Hintergrund. Dann haben wir hier einen Mangobaum noch. Und dann haben wir da eine Kokosnuss. Auch eine Kokosnuss. Und hier sieht man jetzt eben schön den Unterschied. Hierzu sagt man Mapaohorn. Das sind sehr süße mit viel Fruchtwasser, das was Robert gern hat, wo man schön draus trinken kann. Und hier haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, die Thais sollen mich korrigieren, dann ist das eine Mapao Kati. Diese Früchte haben dann sehr viel Fruchtfleisch. Ja, das war der vordere Bereich. Wobei hier haben wir jetzt noch den Baum, den habt ihr ja auch im zweiten Video gesehen, diesen Lamyai-Baum. Lamyai sind diese kleinen, runden, braunen Früchte, die auch eigentlich sehr ähnlich schmecken wie Lychee. Dann habe ich euch jetzt mal ein bisschen rumgeführt. Ich kann ja noch mal kurz zur Schwägerin rüber, dass ihr mal seht, wie Ananas, also Sapalot, weil sie hat nämlich schon Früchte. Da seht ihr eine schöne kleine Ananas. Und da hat sie eben viel. Wir haben draußen auf der Farm viel Ananas. Das werde ich euch mal dann auch noch zeigen. Ja, mit dem Teich sauber machen muss ich leider doch verschieben, weil ich gerade auf die Uhr geschaut habe und gesehen habe, wie spät es ist. Es ist doch schon gut vorangeschritten, die Uhrzeit hier. Ich muss jetzt noch die Tiere füttern gehen. Werde es mit dem Teich also noch ein bisschen verschieben,
Werde es aber sicherlich diese Woche noch machen. Einfach nicht, dass ihr euch denn wundert, falls ich dann mal eine andere Kleider anhabe. Aber einfach, dass ihr wisst, ich muss das verschieben, den Teich sauber machen. Dann gehe ich mal jetzt zu meinen Tieren, zu meinen Chicks. Ich habe euch ja versprochen, dass ich noch meinen Teich sauber machen werde. Das werde ich jetzt tun. Habe jetzt Zeit gefunden. War eben heute Morgen schon mit dem Neffen auf der Kautschukplantage. Da werdet ihr auch noch mal ein extra Video von sehen. Mal schauen, wo das Licht ein bisschen besser ist. Ich will den Teich heute, die Entengrütze, also hier sagt man Nädäng, abschöpfen, weil meine Hühner haben das gern, die fressen das gern. Und dann will ich natürlich die alten Blüten, die alten Stängel, die abgestorben sind, abschneiden. Das werde ich dann als Dünger unter die Bäume legen. Und eben die Entengrütze nehme ich mit für meine Hühner heute Abend. Dann haben die da auch Freude, die haben das mega gern. Ich lasse die GoPro nebenher laufen, könnt ihr ein bisschen schauen. Und ich hoffe, dass der Neffe heute Abend dann noch kommt zu mir, dass wir die kleine Hütte, das Dach noch abmontieren können und den einen abgestorbenen Mangobaum noch schneiden können. Das werdet ihr dann in dem Fall auch noch, hoffe ich, heute sehen, wenn er kommt. Ich bin gespannt, er hat es mir versprochen. Darum muss ich mich jetzt auch ein bisschen sputen, dass ich den Teich hier noch schnell sauber bekomme. Und dann geht es dann weiter zu den Tiere füttern. Und genau, den Rest werdet ihr dann sehen. So. Gehe ich mal rein mit meiner sexy Unterhose hier. Könnt hier natürlich auch ohne Warthose reingehen. Aber da ich nicht weiß, also ich weiß, hier sind 5 Fische drin. Aber ich weiß natürlich nicht, ob hier noch irgendwelche Schlangen drin sind. Darum möchte ich das nicht gerade ausprobieren, hier ohne die Warthose reinzugehen. Ich habe hier eben 5 Fische drin. Laduk, das ist so eine Welsart. Ich räuchere ja auch gern. Und wenn ihr daran Interesse habt, vielleicht auch mal ein Video zu sehen, wo ich die Fische hier aus Thailand räuchere, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann werde ich da einfach ein Video drüber machen, über das Räuchern. Und werde euch daran teilhaben lassen, wenn ihr das wollt. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr es sehen wollt, mache ich das gern. Jetzt habe ich die alten Blätter, die alten Blüten habe ich schon unter die Bäume gelegt. Der Teich sieht jetzt so aus. Das sind jetzt eben die alten Blätter sind raus. Es ist Entengrütze habe ich auch rausgenommen, aber ihr seht, es ist doch noch einiges drin. Wie gesagt, da werde ich im Laufe der nächsten Woche noch mal was rausholen. Die 2 Eimer habe ich rausbekommen. Und die fressen das mit Liebe. So, wie gesagt, ich muss weiter. Ich werde jetzt zu den Tieren gehen, werde die Tiere füttern und dann hoffe ich, dass der Neffe dann nachher kommt. An der Stelle finde ich, muss ich auch mal wieder ein herzliches Dankeschön an die vielen Abonnenten aussprechen. Es freut mich tierisch, dass das doch immer mehr wird und ich bin da wirklich dankbar und würde mich natürlich weiterhin freuen, wenn er weiterhin fleißig abonniert, wenn er weiterhin fleißig die Glocke aktiviert, dass er auch kein Video verpasst, weil mein Plan ist es, sonntags sicherlich ein Video zu bringen,
Zu deutscher Zeit wird es sicherlich um 10 Uhr sein. Bei mir ist es denn aktuell 4 Uhr am Nachmittag. Da werdet ihr das am Sonntag um 10 sehen können. Da werde ich auf jeden Fall immer so eine Premiere starten. Es kann auch durchaus sein, dass ich unter der Woche mal ein kurzes Video, wenn ich irgendwelche Arbeiten habe, wo ich euch daran teilhaben lassen will, kann sein, dass ich dann unter der Woche mal ein kurzes Video streue. Aber so geplant ist es auf jeden Fall, dass ich einmal die Woche ein Video bringe. Ich hoffe, ich kann das im Moment halten, weil ihr seht ja, hier ist eine Menge zu tun und immer die Kamera mitlaufen zu lassen, ist doch auch nicht immer möglich, aber ich versuche es jetzt die letzte Zeit und lasse euch daran ein bisschen teilhaben. Also wenn ihr weiterhin informiert sein wollt über mich, über meine Person, dann vergisst nicht zu abonnieren und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr von mir nichts mehr verpassen und ich gebe mir Mühe, dass ich euch vernünftige Inhalte auf den Tisch legen kann. In dem Fall. So, wie versprochen, ist jetzt der Neffe gekommen, der schon angefangen hat, mit dem Baum zu sägen. Ja. Und schon gefallen. Ich habe ihm heute Morgen bei den Kautschukbäumen geholfen, die Triebe abzumachen und er hilft mir jetzt heute Abend. Somit, ja, Familie hilft Familie. Finde ich schön. Und wie gesagt, wie ich es euch auch schon mal gesagt hatte, wenn ich ihn brauche, kommt er. Wenn ich sage, ich brauche dich wirklich heute jetzt, dann kommt er auch.